Zuschauer! Heute zeige ich euch einen weiteren klassischen Seitengang, das Gruppe herein oder Travers. Mit dabei ist mein 12-jähriger Pia Ehengst Engerjado, der mich freundlicherweise unterstützen wird. Beim Gruppe herein ist die Wirbelsäule seitlich gebogen wie eine Banane. Außerdem dreht sich das Pferd in seiner Längsachse so, dass die Hinterhand weiter innen in Bewegungsrichtung läuft als die Schulter. Es entsteht also eine Vorwärts-Seitwärts-Bewegung, die die Grundlage für viele klassische Lektionen wie Traversale oder Pirouetten darstellt. Hier seht ihr Engerjado beim Gruppe herein von hinten. Die seitliche Biegung ist deutlich zu erkennen. Ich gehe in der ersten Position rückwärts vor dem Pferd. Wie beim Schulter herein führe ich mit schmaler Armstellung, um Engerjado die Innenstellung vorzugeben. Bei dieser Übung jedoch bleibt die Gertenspitze weiterhin nach oben gerichtet, sodass das Pferd die Hinterhand nach innen und nicht nach außen schiebt. Um die neue Führposition besser verständlich zu machen, teile ich die schon bekannte orange Bewegungslinie in zwei Hälften, einen inneren roten Anteil und einen äußeren grünen Anteil. Bewegen sich Augen und Gertenhand in Richtung auf den inneren roten Teil der Linie zu, entsteht eine verstärkte Biegung beim Pferd. Deutlich kann man sehen, wie sich die innere Hüfte nach vorne schiebt. Zeigt die Gertenhand jedoch auf den äußeren grünen Teil der Linie, so wie wir es aus der Einpackübung kennen, schwenkt das Pferd mit der Hinterhand zur Seite, so wie wir es hier bei Samson sehen. Der Connemara-Wallach Kian kennt bereits die Übung Konter-Schulter herein und dreht die Hinterhand ins Bahninnere, sobald ich die grüne Linie anzeige. Nun führe ich meine Hände aufeinander zu und berühre mit der Gertenhand den inneren roten Teil der Führlinie. Kian versteht ganz richtig, dass er sich nun nach innen biegen, nicht aber die Hinterhand wieder nach außen schieben soll. Auch die Warmblutstute Lady deutet die neue Kombination aus schmal geführten Händen und erhobener Gertenspitze richtig als Aufforderung für Gruppe herein. Zu Beginn muss diese Lektion unbedingt an der Bande oder einer anderen festen Umzäunung geübt werden, um der Schulter eine Leitplanke zu geben, so wie hier der junge Araber Santos. Oder Celtico, ein Andalusier-Wallach. Hier sehen wir Samson, einen 25-jährigen Haflinger Wallach, bei der Übung. Gerade für alte Pferde kann die Bodenarbeit eine gute gymnastische Alternative zum Reiten darstellen. Wenn wir uns die Hinterbeine einmal genauer anschauen, können wir erkennen, dass Samson in einem schlammigen Paddock gestanden hat. Hier ist zu erkennen, dass im Gruppe herein das äußere Hinterbein weiter nach vorne und seitlich versetzt Richtung Körpermitte geführt wird. So fußt es unter den Schwerpunkt und nimmt dort mehr Gewicht auf. Nähert sich die Gertenhand dem roten Teil der Bewegungslinie, biegt sich das Pferd mehr und führt die Hinterbeine vermehrt nach vorwärts. Wenn ich die Gertenhand anhebe und den grünen Teil der Linie zeige, entsteht eine stärkere Seitwärtsbewegung, so wie hier. Die vermehrte Gewichtaufnahme der Hinterbeine zeigt sich in einer stärkeren Versammlung, sowohl im Trab wie auch im Galopp. Es lohnt sich also wirklich, diese Lektion zu üben. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie es damit auch in der freien Bahn klappt, sodass man mit Pirouetten und Traversalen beginnen kann. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.